Wenn Sie darüber nachdenken, einen Wohnwagen für eine ganze Familie zu kaufen, dann kann ich Ihnen sagen, dann sollte die Marke Kaabe auf jeden Fall auf dem Zettel stehen, dass Sie sich mal etwas näher ansehen sollten. Denn Langlebigkeit, die meisten Kaabe-Wohnwagen fahren noch. Das ist echt schlimm für euch. Ja. Die meisten wollen ja auch nicht abgeben. Aber Design, und das war bei Kaabe immer so ein Problem. Ihr hattet immer so ein Standarddesign, das hat funktioniert, war immer wunderbar und so weiter. Design ist so ein Thema, da habt ihr in den letzten Jahren massiv investiert. Es fängt an mit dem Außendesign. Früher, die Wohnwagen, die hatten nur ein Kaabe-Logo drauf und sonst gar nichts. Die waren komplett weiß. Ja, fast weiß. Und ich dachte mir immer, mein Gott, das sind so total einfache Wohnwagen, bis mir einer mal erklärt hat, was ist das Besondere an dem Kaabe. Und das Besondere hier an dem Fahrzeug ist, es ist ein kompletter Familiengrundriss auf gerade mal ganz kleinem Raum. Ja. Wie lang ist das Fahrzeug? 6 Meter Aufbaulänge. 6 Meter Aufbaulänge, das heißt mit Deichsel ca. 7,20 Meter? Ja, das ist wenig, das ist nicht viel. Nee, dafür, dass für eine Familie Wohnwagen ist das nicht besonders groß. Ja, jeder hat sein eigenes Bett, das geht. Ja. Man kann sogar hinten von der Belastbarkeit her, können die Personen auch mitwachsen. Das heißt, wenn die Kinder 3, 4 Jahre alt sind, bis 16, 17 Jahre geht das hinten, können die mitfahren. Irgendwann wollen die nicht mehr mitfahren, oder? Nein, das stimmt. Wir haben die Möglichkeit, die Stockbetten zu haben mit 2 Betten oder mit 3 Betten oder Aufpreis. Also diese Flexibilität haben wir auch. Ihr habt das einfache Heck habt ihr endlich geändert irgendwann mal. Ja. Das war auch so, ich stand dann da wirklich auf dem, Stellplatz, habe die Kaabe gesehen und habe mir gedacht, naja, das geht vielleicht auch ein bisschen schöner. Wenn du mal gerade die Pflanze wegnimmst, ein kleines bisschen, ihr habt da schöne Deko gemacht, die werden wir jetzt mal wegräumen, denn das Ganze soll ja ausgehen. Das ist jetzt angepasst an die wunderschönen Reisemobile, die ihr habt, ja, eine neue Heckmaske. Ja. Wir haben auch ganz schöne Heckwände bei anderen Wohnwegen, aber das war noch nicht so bei der vorherigen Classic, so wie er geheißt hat. Aber jetzt haben wir den Estate mit das neue Heck. So, und da sieht man sehr, sehr schön, wie die Verarbeitung ist. Das ist eine Rammschutzleiste, gleichzeitig eine Kederleiste. Da kannst du ein Vorzelt dran machen. Viele Leute, die im Winterurlaub stehen, haben Vorzelte, oder? Ja, das stimmt. Diese Leiste ist auch wieder belüftet. Das ist typisch Kaabe. Natürlich haben wir die beste Heizung, die beste Isolierung, aber das geht zusammen auch mit Belüftung. Hier sieht man es. LED ist mittlerweile eingebaut. Das Fahrzeug wiegt wie viel? Das ist ja mittlerweile immer mehr ein Thema, weil die Zuglasten ja mehr und mehr zusammenbrechen, oder? Ja, wir haben hier den STX 600 auf einer Achse, maximales Gewicht 2000 Kilo und so eine Zuladung von ungefähr 350 Kilo. 350? Ja. Also das langt trotzdem. Die kann man schnell kaputt machen. Wir schauen mal drauf, Peter, du kannst nicht alles wissen. 389 Kilo, ganz genau. Herzlichen Glückwunsch, du warst nah dran. Ja. Wie viele verschiedene Typen gibt es? 212 verschiedene Grundrisse bei Wohnwagen im Allgemeinen und bei Estate weiß ich nicht so genau, aber bestimmt mehr als 25 Grundrissen. So, 53.000 €, da werden jetzt Leute sagen, mein Gott, das ist ja ganz schön viel Geld für einen Wohnwagen, aber das hier ist eine Anschaffung, 20 Jahre, kein Problem. 20 Jahre mindestens, ja. Wir bauen das für 30 Jahre. Wenn unsere Kunden ein Kaabe kaufen, dann ist das nicht für 3 Wochen Urlaub, das ist für das ganze Jahr. Ganz kurz noch einen Blick, wir kommen gleich wieder, dass wir das sehen. Ja, das Besondere hier an dem Grundriss ist natürlich die Aufteilung, die du bei anderen Wohnwagen so oder so ähnlich auch hast. Ja, du hast vorne mehrere Marken haben natürlich diesen Grundriss. Aber das ist hier, wenn du reinkommst, allein der Schall. Ja. Ihr habt komplett an allen Wänden habt ihr so ein Velour laufen, der komplett die Feuchtigkeit mit aufnimmt. Ja. Das ist ein Hammer. Dann das Design hinten mit dem Leder, das heißt, alles ist hinten beledert. Ja. Du hast diese weiße Optik. Ja. Ja. Ihr habt ein neues Bedienfeld, das werden wir uns gleich mal anschauen. Ja. Die Holzfarbe gab es schon länger? Das gab es letztes Jahr auch schon, ja. Aber die ist relativ neu, oder? Die ist dann seit letztes Jahr, ja. Dann, natürlich ein großes Thema ist hier die Sitzgruppe. Du hast eine Sitzgruppe, wo locker 6, 7 Personen dran Platz nehmen können. Und das Ganze kann auch verstellt werden. Das heißt, der Tisch, der ist variabel, der ist nicht wie bei vielen anderen fest. Nein, ist nicht fest. Wir haben das nicht festgeschraubt auf dem Boden. Man kann das hin und her schieben und natürlich die Möglichkeit, um das umzubauen aus Bett. Großes Thema ist immer Küche bei Kaabe. Ja. Das ist, du brauchst Platz, die Leute leben hier drin. Die Küche, die braucht einfach unglaublich viel Raum und so viel Platz wie hier gibt es nur noch in den noch größeren Modellen vorne in der Bugküche, die du hast. Frontküche, ja. Aber da ist ja jetzt das Bett. Das Bett kann man anheben. Hier. Ja.
So, großer Stauraum. Hier ist Doppelboden. Das heißt, hier drunter ist wirklich... Ist kein Stauraum. Es ist aber Heizung. auch, ja, da in der Boden haben wir Fußbodenheizung. Das sieht man aber nicht. Das hier ist ein Doppelboden, sodass wir eine Spalte haben, dass die warme Luft auch zirkulieren kann. Aber hier drunter, da sind auch Heizleitungen. Ja, in dem Boden sind 4 Rohren und genau. das Warmwasserheizung. Mir geht es darum, dass die Füße nicht kalt sind. Das heißt, du bist jetzt im Winterurlaub mit allem drum und dran. Bei jeder Kabel, auch bei Estate, hat man warme Füße und ein kühles Kopf und nicht umgekehrt. Schon mal das nächste Mal beim nächsten Dreh sagst du, bei jedem Kabel und Estate hat man warme Füße und nicht umgekehrt. Ja, das ist wichtig. Also ich denke mir, das Thema... ist auch ganz wichtig. Wir sind hier bei Kabel und wir verkaufen Komfort und eine Sache von Komfort ist genau das. Warme Füße. Wenn wir die Tür vielleicht mal zumachen. Ja, können wir gerne machen, dass wir das mal sehen. Denn der Familiengrundriss ist natürlich extremst gefragt. Das ist ein Fahrzeug, wo die Leute wirklich drauf gucken, die Händler das ganze Fahrzeug schauen. Aber wir müssen es ja auch mal zeigen. Es sind viele Leute, die können nicht auf die Messe fahren. Die kennen eigentlich Carve nur aus unseren Videos. Hast du das schon mal, dass die zum Händler gehen und sagen, wir haben jetzt so viele Videos gesehen, wir haben den nie auf freier Wildbahn gesehen, wir wollen uns das mal live anschauen? Ob ich das mal gehabt habe? Ja. Das haben wir natürlich ganz viel. Ganz viel. Ja, ja, die Leute sagen... Ja, die haben das gesehen auf YouTube und die wollen das Fahrzeug natürlich live anschauen und mittlerweile ist das auch viel mehr möglich, weil wir verkaufen viel mehr, wir haben viel mehr Händler, auch in Deutschland, überall haben wir viel mehr Händler und das ist gut, das hilft uns alle. Als wir angefangen haben, war das Händlernetz noch relativ dünn, muss man sagen. Ja. Also da war im Saarland noch nicht mal ein Händler. Es gab wenig Händler. Hat sich das jetzt verändert? Ja, wir haben mittlerweile 20 Händler in Deutschland und das werden noch mehr sein, sehr wahrscheinlich, weil wir das Potenzial haben. Wir wollen nicht komplett Deutschland voll haben mit Händlern, das ist auch nicht möglich. Wir sind hier bei Carve, wir können nicht um jede Ecke einen Händler haben, aber ich bin angefangen mit 9 Händlern, mittlerweile sind es 20, das ist doch, hat sich doch viel geändert, im positiven Sinn. Pushlogs. Normalerweise bin ich gewohnt, du fährst runter und machst irgendwas hoch. Das ist hier nicht so. Ja, warum verwenden wir so viel Zeit mit Wohnwagen? Ich bin wieder auf den Wohnwagen gekommen, muss ich ehrlich sagen. Denn wir haben ein kräftiges Zugfahrzeug, ein Hilux gekauft. Du bist dahinter und du hast immer ein Auto dabei. Das ist wirklich ein Riesenplus. Ja, Reisemobile oder Wohnwagen, das sind 2 verschiedene Welten. Also das ist auch meine Erfahrung. Und ja? Oh, ich bin aber so ein Typ, weißt du, ich habe ja noch eine Kabine hinten drauf, auf der, ich sag mal, dem Hilux, deswegen bin ich ja ein Wohnmobil. Ja. Und dann darf ich auch Stellplätze fahren. Ja. Verstehst du? Ob ich da jetzt noch einen Anhänger hinten dran habe, das interessiert mich nicht so sehr. Ja. Aber ich kann ihn abstellen, ich bin flexibel. Du machst eine andere Art Urlaub, nicht so hektisch. Also ich habe gemerkt, du bist ja nicht 3 Tage hier, 3 Tage da, sondern du kannst dann auch mal locker 2, 3 Wochen an einem Ort stehen, kannst dich richtig einrichten, das Vorzelt aufbauen. Ja, und wir sind dann hier noch auch in einem Grundriss für Familie mit kleinen Kindern und dann ist es mehr üblich, dass man für längere Zeit irgendwo steht. Mach mal bitte hier so einen Schrank auf und da mal reinschauen. Also viel Platz, Rausfallschutz. Regal, beleuchtet, dieser Schutz. Drin hier ist eine Warmwasserheizung von Alde. Die macht auch das Duschwasser heiß, richtig? Ja, das stimmt. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass ich das Fahrzeug fest anschließen kann ans Wassernetz. Zum Beispiel Citywasseranschluss. Citywasser geht. Geht, optional. Was ist hier hinter dem Schrank? Kleiderschrank, ein kleiner. Ja. So, und ganz wichtig ist natürlich bei der Familienversion eine große Küche, die du hast. Ja, tiefe Schubladen. Ja, und auch, sieh mal, wie viele Schubladen. Die Küche ist relativ groß. Zeig mal bitte so eine Schublade. Das ist jetzt eine, das ist jetzt Besteck. Ja. Zentral verriegelt? Ja, normalerweise Softclose. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier haben die Abdeckung. So. Und Zentralverriegelung. Softclose geht immer besser, wenn was drin ist. Das ist meine Erfahrung. Ja. Also wenn es ganz leer ist, so eine kleine Schublade. Ja. Dann 3-Flammen-Kochfeld hast du mit drin. Mit Piezo-Zündung. Ja. Und richtig toll, tiefe Schubladen in der Mitte für Töpfe, Ja. Pfannen. Viel Platz. Ganz viel Platz. So, ein richtiger Wasserhahn mit drin. Ist Wasservolumen, was kann der? 45 Liter haben wir. Ist normal bei Wohnwagen. Ja. Auf Wunsch mehr, wenn der Händler sagt, wenn es geht, vom Platz her? Ja, vom Platz her, das ist natürlich die Beschränkung. Wir haben bei ganz vielen Modellen haben wir die Möglichkeit von 70 Liter, aber das ist abhängig von das Modell wegen Platz. Den Händler fragen, der kennt sich aus. Ja, also das, wie gesagt, das ist abhängig vom Modell. Ich glaube nicht, dass es hier möglich ist. Peter, habt ihr einen Konfigurator? Gibt es sowas bei euch auf der wir haben Seite? das, online. Was? Auch Wohnwagen auch? Natürlich, ja. Sehr schön. Dometic Tower? Ja.
von der Seite. Man kann den Anschlag ändern, aber nicht links, rechts. Nein, das haben wir hier bei Estate nicht. Aber wir haben auch die Möglichkeit, um zu wählen für Kompressorkühlschrank oder Absorption-Kühlschrank. Ich liebe Absauber, weil der ist so leise. Ja. Der Kompressor, du hörst den aber. Es gibt zwar einen Nachtmodus, aber immer wieder Achtmodus anschalten. Aber ich glaube, demnächst kommt nur noch Kompressor, habe ich das Gefühl. Ja, viele Kunden fragen das. Und im Winter, oder im Sommer hast du natürlich einen Vorteil. Der kühlt besser mit Wärmetemperaturen. Ja. Ja, ein richtiger Kleiderschrank, aber nicht nur Kleiderschrank, aber auch Trockenschrank. Weil die Heizung ist da unten. Schuhe kannst du hier reinmachen, das tropft dann nach unten, das ist kein Problem. Und hier wird ganz schön die Jacken und die Kleidung wird geheizt und getrocknet. So. Und darunter ist die Heizung, ne? Ja, hier haben wir die Heizung. So, 30-30, die neue? Ja. Mit Konvektor wieder. Und dieser Konvektor läuft überall rundum. Also zusammen mit der Fußbodenheizung ist das perfekt konditioniert, eigentlich noch besser wie zu Hause. Mach mal zu, bitte. Ja. Das ist das Badezimmer mit Dusche. Ja. Das ist elektrisch, der Handtuchheizer? Elektrischer Handtuchtrockner, der Schalter ist da unten. Ja, du hast jetzt hier Stauraum. einen Duschvorhang, der ganz leicht gereinigt werden kann, gewaschen werden kann. Das ist auch den Leuten wichtig, die viel drin sind. Ja. Die Türen, also das ist ein Multifunktionsbad. Viele in Schweden nutzen ja Sauna, nutzen die Badeanstalten, die da sind, aber duschen könnte man auch. Könnte man auch, aber die Kunden, die wirklich Wert darauf legen, viel zu duschen, die kaufen dann normalerweise einen Grundriss mit Duschkabine. So. Aber hier ist es möglich. Also wenn du mal schnell die Füße von den Kindern waschen willst, dann ist das ganz einfach und das geht auch gut. So, man kann ja nämlich rausziehen den Wasserhahn. Zeig mal bitte. Ja. Das ist bedienbar und das ist dann der Duschkopf, der dann rauskommt. Ja. Schön. Und der Ablauf ist aber schon vorgesehen. Der Ablauf ist vorgesehen, ist dort. Die Tür, wie geht die zu hier? Nein, eine Schiebetür. Eine feste Tür. Feste Tür. Das ist auch wichtig, so eine Lamellentür. Das Ja. gibt's das bei euch? Lamellentüren? Schon mal? Nein, haben wir nicht. Also mit so einem Grundriss, mit dem Badezimmer neben das Bett, haben wir immer eine Schiebetür. Dass die Leute auch wirklich in Ruhe ihr Geschäft machen können, oder? Ja. Ja, und bei TDL-Modellen, wo das Heckbad ist, dann haben wir eine andere Lösung, aber dann ist es auch wieder Schiebetür. So, hier ist wahrscheinlich ein Kleiderschrank. Ganz großer Kleiderschrank mit Regalen, aber diese Regale kannst du auch wieder wegmachen und hast du die Möglichkeit, eventuell auch Kleidung aufzuhängen. Dort siehst du auch den grauen Wassertank, serienmäßig. Da ist eine Pumpe, die pumpt das hoch, oder? Die Pumpe für den Grauwassertank. Für den Grauwassertank, ja. Na, das ist der Abfluss, muss ich sagen. Der Abfluss? Der Abfluss von der Grauwassertank. Da ist da unten unter dem Boden, ja. So, und jetzt kommt das Highlight. Das ist Stockbetten. Das beides mit Fenster. Ja. Auch möglich mit 3 Betten. Und dann haben die obersten 2 haben auch ein Fenster, unten dann nicht. Und dann hast du Platz für 3 Kinder. Die oder Höhe? 3 Erwachsene. Die Tiefe von dem Bett, also Länge von dem Bett? 1,96. 1,96. Ja. Du magst mal reinlegen? Ja. Mach mal bitte. Ja, ganz wichtig, weil ich habe ja eben anmoderiert. 1,75, weil die 1,96 hätte ich dir jetzt nicht abgekauft. Aber der Schlafkomfort hinten, die Matratze, ganz ehrlich, Peter, ist das die gleiche wie vorne, die gleiche Qualität? Nein. Das ist ohne Topper. Und das Komfort ist viel Komfort, aber nicht so wie vorne. Aber Lattenrost ist mit drin. Lattenrost eine ordentliche Matratze. Und die Kinder wiegen ja auch nicht so viel, muss man auch sagen, oder? Das heißt, Topper kann man nachrüsten, kriegt man ja nicht ab Werk, Zubehör. Aber ich glaube, keine Frage danach. Ich überlege nämlich gerade, hier unten könnte ich liegen, oben könnte mein Sohn liegen. Meine Frau, die könnte ganz vorne liegen. Ja, wenn du ein bisschen schwer bist, dann macht das vielleicht Sinn, ja. Warum hast du mich gerade angeschaut? Da unten ist noch eine Schublade? Für Hier Schuhe? haben wir noch Stauraum, ja. Boah, und das kann nass werden. Ja, genau, das ist von Kunststoff. Toll. Also das wäre optimal für Schuhe. Alles Mögliche ausgewählt. Und dort haben wir auch noch eine Klappe. Warte, ich komme mal dahin, dass wir das mal sehen. Ist unter dem, das ist richtiger Schuhschrank. Da kannst du Schuhe reinmachen, auch nasse Gummistiefel und alles. Ja, dann hast du doch Platz für deine ganze Familie mit aller möglichen Stauraum. Und das ist übrigens auch, das schwarze Teil ist auch wieder wegen der Umluft. Wir haben dort eine Stauraumklappe serienmäßig
ja, serienmäßig bei Komfortpaket, muss ich dann dazu sagen. Und das wird dann auch so gemacht, dass die Luft dann gezwungen wird, nach oben zu gehen. Hast du auch die Skiklappe hier? Haben wir auch, aber das können wir draußen zeigen. Komm, wir gehen mal raus. Das Fahrzeug ist umlagert, nämlich. Der perfekte Familiengrundriss. Also mir gefällt er, muss ich sagen. Und er heißt Kaabe Estate 600 GDL. Kostet 53.676 €. Wartezeit auf so einem Wohnwagen? Oh, das ist ein bisschen abhängig von das Modell, habe ich nicht so im Kopf. Aber Familiengrundrisse sind nicht bei uns die meistverkauften Modelle. Also das wird ein bisschen später sein als andere Modelle. Aber garantierte Lieferung hier auf der Messe Düsseldorf spätestens Juli nächstes Jahr. Okay, das heißt, im Sommer könnte es klappen? Ja. Die Händler haben auch Bauplätze reserviert. Ist es beim Wohnwagen auch so? Ja, das hätte ich 3 Jahre her für unmöglich gehalten. Aber das passiert jetzt, dass unsere Händler jetzt reservieren und eigentlich schon auch wirklich bestellen. Die kaufen quasi schon die Bauplätze bei euch und der Kunde kann bestimmen, wie es dann später exakt dann wird. Das war vorher bei Kaabe nicht so, das war wirklich pro Bestellung, aber wir haben doch alle mitbekommen, wie gut das doch alles ankommt, dass wir jetzt ein Produkt haben, was auch wirklich gut verkaufbar ist und sicher in dieser Zeit ist Liefermöglichkeit doch ganz wichtig. Wir sind hier bei der Skifach. Zieh mal raus, ganz, bitte. Die ist nämlich riesig und da kann man nicht nur Skier reinmachen, da kannst du alles, was lang ist, da kannst du einen Dyson reinlegen, einen Staubsauger, oder? Ja, oder deine Schuhe oder deine Golfclubs oder was du auch willst. Und so kann man auch ganz schön die Breite von das Fahrzeug benutzen. Bei ganz vielen anderen Marken bleibt dieser Platz unbenutzt und das ist natürlich schade. Peter Flanderen, Estate 600 GDL KS und das Ganze steht auf Knott und mal nicht auf Alco. Ist Knott ein guter Partner? Er ist ein sehr guter Partner. Ja, beide. Ihr habt auch Alco. Alco ist gut, Knott ist gut und für uns, wir haben auf einen Moment auch gesagt, wir wollen nicht komplett abhängig sein von einem Lieferant und wir haben noch eine zweite dazu genommen. Siehst du so selten, ja. Die Kaabe 2023er Modelle. Vielen Dank, Peter Flanderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.